Feinstaub ist ein komplexes Gemisch aus flüssigen und festen Bestandteilen und wird typischerweise entsprechend der Größe kategorisiert. Die kleinsten Stäube, die man beobachten kann, sind die sogenannten Ultrafeinstäube. Die sind dann bedeutend kleiner als 1 Mikrometer in Größe. Der allgegenwärtig bekannte Feinstaub ist aber der kleiner als 10 Mikrometer ist. Zum Vergleich, ein menschliches Haar hat ungefähr 70 Mikrometer im Durchmesser. Das heißt, es sind Stäube, die eigentlich mit dem freien Auge nicht sichtbar sind und dementsprechend auch komplexe Messtechnik brauchen, um sie überhaupt erfassbar zu machen. Feinstaub ist für die Gesundheit eigentlich äußerst schädlich. Das heißt, je kleiner der Feinstaub ist, das heißt, je kleiner der Durchmesser ist, umso weiter dringt dann dieser Feinstaub in die Lunge ein und führt dann zu verschiedensten Erkrankungssymptomen. Das, was weniger offensichtlich ist, ist, dass diese Feinstaubpartikel durchaus auch dann in die Blutbahn eindringen können und dann in der Blutbahn sehr stark zu entzündlichen Prozessen führen und in weiterer Folge zum Beispiel auch recht massiv Herzerkrankungen hervorrufen. Diese Schädlichkeit vom Feinstaub hat dann auch sehr stark dazu geführt, dass man den Feinstaub begonnen hat, gesetzlich zu limitieren. Das heißt, es gibt Grenzwerte vom Feinstaub sowohl an der Quelle, und eine Quelle von Feinstaub, das kann typischerweise zum Beispiel ein Kraftfahrzeug sein, das ist aber auch unter anderem der Hausbrand oder auch Abriebpartikel, die von zum Beispiel Bremsvorgängen oder auch vom Wegfahren von einem Auto herrufen können. Und ja, Feinstaub ist jetzt in so geringen Konzentrationen vorhanden, dass der Feinstaubgrenzwert dann im Mikrogramm pro Kubikmeter angegeben wird und im österreichischen Gesetz so verankert ist, dass der Grenzwert 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub in der Luft sind. Die Hauptquellen, wie vorher schon gesagt, von diesem Feinstaub sind eben sehr stark Quellen, die vom Menschen verursacht und gemacht sind. In der Vergangenheit war eigentlich eine der wesentlichsten Quellen die Verbrennungsprozesse, die in Kraftfahrzeugen eingesetzt werden. Diese Verbrennungsprozesse, die produzieren dann sogenannte Rußpartikel. Diese Rußpartikel werden dann aber mit modernen Motorentechnologien mittlerweile im Filter gesammelt und dementsprechend unschädlich gemacht. Und die dominierenden Quellen jetzt vom Verkehr sind mittlerweile Brems- und Reifenabrieb, weil die Filtration so effizient funktioniert, dass eigentlich aus der Verbrennung von einer Verbrennungskraftmaschine sehr wenig Feinstaub nur mehr hinauskommt. Was schon noch wesentlich zur Feinstaubbildung beiträgt, ist der Hausbrand. Also Hausbrand ist mittlerweile eine wesentliche Quelle auch vom Feinstaub und wie vorher auch schon gesagt, eben die diversen Abriebprozesse. Die Messtechnik von Feinstaub ist sehr komplex. Da hier sieht man so ein klassisches Feinstaubmessgerät, das relativ groß und komplex aufgebaut ist. Diese Geräte, die befinden sich dann in sogenannten Messcontainern, die sehr oft auch straßennah aufgestellt werden. Ja, wie viele dieser Messstationen gibt es jetzt in so einer typischen Stadt? Das ist auch gesetzgebungsmäßig limitiert. In Graz gibt es so um die 10 dieser Messcontainer, die das darstellen. Und wir wollen in unseren Forschungsarbeiten da einfach einen Schritt weiter gehen und haben dann mit Industriepartnern gemeinsam eigentlich so einen Feinstaubsensor gebaut, der miniaturisiert ist. Das heißt, der ungefähr die Größe von einem Mikrochip hat. Das ist ungefähr 1 cm mal 1 cm mal 3 mm. Und dadurch wollen wir dann jedem Bürger ermöglichen, dass er sein Feinstaubmessgerät quasi mit sich mitführt und dann jederzeit für sich dann ermitteln kann, wie hoch die Feinstaubkonzentration ist.